Ich glaube, eine entscheidende Frage ist, ob die Menschen weiterhin so viel Fleisch essen können in Zukunft wie heute. Und ich glaube, das können wir sehr klar sagen, nein. Das ist ein sehr klares Nein, weil es gar nicht die Möglichkeiten gibt, die Menschen mit Fleisch so zu versorgen. Wenn wir Richtung 10 Milliarden Menschen gehen, dann ist das einfach nicht möglich. Wir als Marke und als Unternehmen müssen eigentlich dieser Veränderung schon wieder voraus sein, um da Alternativen anzubieten, weil das funktioniert nicht mit Druck, sondern das funktioniert nur, wenn wir die Menschen an die Hand nehmen, ihnen es erklären und die Alternativen aufzeigen. Und die müssen genauso gut schmecken wie das Original. Das Unternehmen hatte seinen Ursprung 1834 mit einer Fleischerei in Pommern. Dann 1945 durch den Zweiten Weltkrieg ist dann die Familie gezwungen worden, umzuziehen und zu flüchten und ist dann aus Pommern ins Ammerland geflüchtet. Und im Jahr 1952 hat Ruth Müller Herrn Kurt Raufuß geheiratet und die beiden haben dann mehr oder weniger gemeinsam die Firma wieder von Null aufgebaut. Heute wird das Unternehmen in der 7. Generation geführt, also ein sehr, sehr altes Familienunternehmen mit Sitz in Bad Zwischenahn. Das Wichtigste war eigentlich, sich erstmal zu fragen, wohin wollen wir eigentlich? Was ist unser übergeordnetes Ziel? Weil, wie Mark Twain ja schon sagte, wenn man sein Ziel nicht kennt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man am Ende ganz woanders rauskommt, als wo man eigentlich hin wollte. Ja, am Anfang wurden wir sehr milde belächelt, ehrlich gesagt. Gerade die Fleischerzunft hat uns fast schon als Aussätzige und Ausgestoßene gesehen, weil wir Alternativen aufgezeigt haben für ein sehr gelerntes und klassisches Bild. Von daher war die Rügenwalder Mühle am Anfang nicht unbedingt herzlich willkommen mit ihren Vorstellungen. Warum haben wir das gemacht? Wir haben gesehen, dass sich der Markt verändert. Das war 2014, als wir begonnen haben mit den Einführungen der Produkten. Wir haben gesehen, dass die Ernährung der Zukunft anders gestaltet werden muss und wir Alternativen aufbauen müssen. Das erste Produkt, was wir gelauncht haben, war 2014, unser vegetarischer Schinkenspicker. Und man kann schon sagen, dass das eine kleine Revolution im Lebensmitteleinzelhandel darstellt. Und wir haben seither sehr viele unterschiedliche Produkte auf den Markt gebracht und sind mittlerweile Marktführer in dieser Kategorie und bauen regelmäßig weiter unser Sortiment auf. Die Kunst aus pflanzlichen Proteinen Fleischersatzprodukte zu machen, liegt darin zu verstehen, wo eigentlich strukturell der Unterschied zwischen den beiden Proteinen liegt. Das heißt, wir müssen ein unglaublich großes Verständnis haben und ihrer Zusammenwirkung, um Geschmack oder auf Texturen zu erzeugen, die sie alleine so nicht liefern würden. Herkunft unserer pflanzlichen Rohstoffe ist gerade im Proteinbereich, vor allem Europa, aber auch zum allergrößten Teil mittlerweile schon direkt aus Deutschland. Das ist auch ein Teil der Bemühungen, die wir gerade im Bereich Rohstoffverfügbarkeit und europäische, deutsche Rohstoffe leisten, um hier unabhängig zu sein von globalen Lieferketten. Ich baue quasi indirekt für die Rügenwalder Mühle Sojabohnen an für vegane Ernährung, also für Speisezwecke. Der Sojaanbau hat in Deutschland garantiert eine gute Zukunft. Gerade in dieser Zeit, wo Nahrungsmittel knapp werden, müssen wir unsere Verzehrsgewohnheiten ändern. Und 1 Kilogramm Schweinefleisch braucht 3 Kilogramm Getreide, um produziert zu werden, und Rindfleisch sogar 7 Kilogramm. Das ist wirklich der Schlüssel auch zu einer erfolgreichen Welternährung, wenn wir einfach die Verzehrsgewohnheiten umstellen und eben vegane Produkte kreieren. Ich als Landwirt begrüße es wirklich sehr, dass große Unternehmen mir das Angebot machen, für sie Sojabohnen anzubauen. Das bringt mir Absatzsicherheit für größere Mengen und vielleicht auch bessere Preise. Das wäre wirklich die Zukunft, die ich mir vorstellen würde. Der große Unterschied und damit auch der große Vorteil bei der Entwicklung und Produktion von fleischlosen Alternativen liegt vor allem in der CO2-Emission.
Wir haben uns ja für 2025 viel vorgenommen. Wir wollen ja eine klimaneutrale Produktion aufbauen und es ist uns ganz wichtig, dass wir das durch echte Einsparungen, echte Emissionseinsparungen erreichen und nicht einfach nur, indem wir Zertifikate kaufen und unsere Emissionen ausgleichen, sondern uns ist es ganz wichtig, dass wir hier einen echten Beitrag zum Klimaschutz leisten und hier einfach Emissionen einsparen. Und das freut mich sehr natürlich, dass wir ja so eine Nachhaltigkeitsbewegung im Unternehmen haben und jeder daran einfach mitarbeitet, weil dieses Ziel klimaneutrale Produktion 2025, das ist natürlich auch kein einfaches. Also da haben wir uns schon einiges vorgenommen. Ein anderes Beispiel, was wir haben, ist das Thema Verpackung. Heute ist ein Großteil unserer Verpackungen besteht aus Plastik. Wir arbeiten zwar ganz stark mit recycelfähigem Material, da investieren wir ganz viel. Wir schauen auch, wie wir da zu anderen Wertstoffen kommen, mit denen wir arbeiten können. Aber es gehört auch zur ganzen Diskussion dazu, dass Plastik heute, Stand heute, immer noch das beste Material ist, um eine gewisse Lebensmittelsicherheit zu bieten. In Zukunft werden wir über Fermentation bestimmte Proteine herstellen, mit denen wir danach weiterhin Fleischersatzprodukte, aber auch eigenständige Produkte herstellen, die gar nicht mehr die Aufgabe haben, unbedingt Fleisch zu imitieren, sondern deren Aufgabe es ist, nahrhaft zu sein, nachhaltig zu sein und vor allem gesund und lecker zu sein. Für die nächsten Jahre ist es das Kernziel der Rügenwalder Mühle, die Ernährung der Zukunft zu gestalten. Wir haben das erfolgreich in den letzten Jahren getan, aber die große Transformation steht noch vor uns. Klimawandel, Gesamtbevölkerung, wie wollen wir die Ernährung der Zukunft gestalten, wird uns auch in Zukunft prägen. Und die echte Transformation haben wir alle und die Rügenwalder Mühle erst noch vor sich.